Servus zusammen bei ARS24, eurem Car-HiFi-Kanal in Sachen Sound im Auto. Ich stelle euch heute vor das ARS24 Match Easy Sound Performance Paket, bestehend aus einer digitalen Soundprozessor Endstufe mit 4 Kanälen mit 4x35 Watt, einem Subwoofer, einem mini kleinen Subwoofer, der eigentlich fast überall seinen Platz findet, der nur ganz entspannt mit dem Kabel angeklickt werden muss an die Endstufe und die ganze Endstufe samt Kabelkit an die Originalverkabelung von eurem Autoradio, egal ob ihr eins nachgerüstet habt oder ob ihr ein originales Radio habt. Wir bringen jetzt eure Originallautsprecher erstmal richtig auf Touren, weil die laufen bisher am Autoradio alles andere als optimal. Wir machen es jetzt richtig flott und bringen geilen Sound zu euch ins Auto. Wie baut sich jetzt dieses ganze Sound-Performance-Paket auf? Und zwar, wir haben einen Kabelkit. Ich drehe das Autoradio mal um, das ist nämlich an der Stelle überhaupt gar nicht entscheidend. Ihr habt am Autoradio irgendwo so einen ISO-Anschluss oder vielleicht so einen Quad-Lock-Anschluss. Bei neueren Fahrzeugen eher so ein Steckerchen oder bei alten, machen wir mal die Musik ein bisschen leiser, bei alten Autoradios oder bei Nachrüstradios immer ein ISO-Stecker. So, jetzt ist den können wir mal auf die Seite tun, jetzt ist unser Kabelkit von, ich schließe es jetzt mal an, wie ihr euer Originalradio mal angeschlossen habt. Und damit ihr seht, wie einfach das dazwischen gepackt wird. So, das ist eigentlich unser originaler Fahrzeugstecker hier und wird angesteckt an dem Autoradio. So, und damit läuft es über die Bordlautsprecher von der Leistung, die aus dem Autoradio rauskommt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir trennen das Ganze auf und der Kabelkit, also der liegt bei unserem Easy Performance Paket mit dabei. Den stecken wir jetzt zwischen rein und der ist jetzt nur, man kann das gar nicht falsch anstecken. Hat nämlich genau die gleichen Steckpositionen wieder wie gerade eben. Per Plug-and-Play an unseren ISO-Anschluss. Jetzt hat unser Stecker die Stromversorgung für unsere Endstufe bereits abgegriffen. Die hat ja nur 4x35 Watt RMS-Leistung. Da kommt schon ein bisschen mehr raus, ihr werdet es gleich sehen. Aber die ist so hoch performant, dass wir mit der Leistung am Autoradio klarkommen, sofern die Absicherung des Autoradios mit 20 Ampere werksseitig ist. Also nicht nur so ein, bei, ich sag mal, asiatischen Fahrzeugen ist die Stromversorgung vom Autoradio, also was vom Auto kommt, zum Radio geht, vielleicht manchmal ganz dünnes Kabel drin. Das ist eher nicht so optimal, aber das ist auch eher die Seltenheit. In der Regel finden wir jetzt mindestens so ein bis 1,5 Quadrat Stromversorgungskabel vor und das ist in der Regel am Sicherungskasten mit 20 Ampere abgesichert und dieser Strom reicht uns aus, um unser Paket zusätzlich auf die Stromversorgung zu adaptieren, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Also das, was ich bereits jetzt gemacht habe. So, und jetzt ziehen wir uns den Sound, der aus dem Autoradio kommt, der normalerweise jetzt direkt zu den Lautsprechern geht, erstmal hier rein. Über die Endstufe, das ist unser In. Damit erkennt jetzt auch die Endstufe, ich schalte an, weil jetzt ist Sound drauf, das ist dieses Autosense, das ist alles schon integriert. Wir schalten also nur das Autoradio an, Endstufe geht an. Verstärkt auf 2x35 Watt für die vorderen beiden Lautsprecher und gehen praktisch hier wieder mit 2 anderen Kabeln zurück und gehen jetzt zu den neuen Lautsprechern, also zu unseren alten Bordlautsprechern. Und weil die Endstufe ja 4 Kanäle hat, also 4x35, 2x35 haben wir jetzt an die vorderen Lautsprecher gepackt. Und 2x35 werden 2x50 an 2 Ohm Belastung. Der Lautsprecher, der Subwoofer, der hier eingebaut ist, das ist ein 16 cm Subwoofer mit papiergeschöpfter Membran. Der hat eine Doppelschwingspule drin mit A2 Ohm. Also, was haben wir? Wir holen aus der Endstufe 2x50 Watt RMS-Leistung raus und packen die 2x50 Watt hier rein. Also werden im Woofer 100 Watt RMS-Leistung verarbeitet. Und ihr werdet es auch hören, weil der Subwoofer macht richtig schönen Dampf und ist süß klein. Ist ein kleiner Subwoofer mit Bassreflex und das Ganze nennt sich Downfiring. Der spielt erst richtig gut, wenn er so steht, dass der Woofer nach unten strahlt und die Wellen praktisch unter Schall nach unten ausstrahlen kann und dann kommt der zur vollen
Performance in unserem Easy Sound Performance Paket. Und das war es eigentlich schon. Wenn man jetzt das Ganze noch steuern mag, man kann hier mit dem beiliegenden POTI, das kann man bis ins Armaturenbrett vorziehen, irgendwo verlegen. Das ist ja was haben wir hier? Ein circa 1 Meter langes Kabel. Vom alten Radio haben wir jetzt Reichweite quasi diese Endstufe irgendwo anzuschließen. Also das langt irgendwo hinterm Armaturenbrett. Da ist, glaube ich, irgendwo findet man immer Platz. Die Endstufe ist nicht allzu groß. Und jetzt kann man dieses POTI mit anschließen und das kann, also mal kurz den Sound starten. So, weil wenn ich jetzt den Sound aufdrehe, kann ich jetzt den Subwoofer separat laut und leise machen, weil ich habe ja jetzt an meinem originalen Autoradio in der Regel keinen Subwoofer-Regler. Den kann ich mir hiermit nachrüsten. Wird alles nur angesteckt, alles schon im Lieferumfang mit dabei. Der hat so einen kleinen Haltebügel, den kann man im Auto irgendwo festmachen, im Handschuhfach, irgendwo, wo Platz ist, wo man gut hinkommt, um den Sound vom Subwoofer entsprechend vom Pegel her einzustellen. Anschlusskabel für den Woofer ist mit integriert, der hat jetzt 3,2 Meter. Wir werden euch auch noch einen Adapter zuliefern und bereitstellen in dem Artikel, wo ihr das Ganze nochmal um 1 Meter ergänzen könnt, falls euch das nicht langt, von dem Punkt bis zum Kofferraum zum Beispiel den Subwoofer zu verlegen. Alles möglich, kein Thema. Und jetzt gebe ich euch nur kurz die Maße. Das Ding ist 19 cm hoch, es ist 37 cm lang und 21,2 cm tief. Den Platz braucht ihr, um den Subwoofer irgendwo zu integrieren. Das geht auch saugeil beim Fiat Ducato oder gerade so diese ganzen Transporter zwischen den beiden Sitzen, weil der genau dazwischen reinpasst. Also passt perfekt und ist bestimmt für viele Anwendungen gut zu machen. Die Endstufe selber hat Maße von 18,5 mal 12,5 und eine Höhe von 4,5 und mehr braucht man, glaube ich, jetzt, was die Maße betrifft, gar nicht wissen. Easy anstellbar. Easy ansteckbar und jetzt könnte man noch kurz auf die Setups eingehen, weil die Endstufe, die hat schon in sich. Das ist ja schließlich eine digitale Soundprozessor-Endstufe, die wir allerdings nicht wie jetzt bei einigen Endstufen bereits von uns vorgestellt haben, mit einem PC, ich schnell drauf gehe, irgendwas einstelle, soweit gehen wir gar nicht. Wir haben für euch auf der Endstufe bestimmte Setups vorkonfiguriert, die kann man nicht mehr ändern und brauchen auch nicht mehr geändert werden. Man kann hier an der Seite sind ein paar Druckknöpfchen, da kann ich mir mein Setup auswählen. Das sind insgesamt 20 Stück, was es zu 16 Setups, was drauf sind, verschiedene. Wir haben welche drauf für den Ducato, wir haben was für den Sprinter drauf und wir haben die ersten 8 Setups, also Setup 1 bis 8 sind von uns konfektioniert, weil damit können wir jetzt eigentlich jedes Lautsprechersystem im Auto zumindest besser machen als vorher, vielleicht nicht 100%, weil wir eben universal bleiben müssen, weil dieses Setup wir natürlich nicht für jedes Auto einzeln abgeben können, aber wir haben ein Setup, wo der Equalizer linear durchläuft. Wir haben das Setup, wo wir sagen können, die Frequenzweiche ist so eingestellt, dass die vorderen Lautsprecher, wenn es größere Lautsprecher sind, bei 60 Hertz nach unten abgetrennt sind. Und wir haben die Laufzeitkorrektur so wählbar, dass wir sagen können, wir haben ein kleineres Fahrzeug. Der linke Lautsprecher ist also nicht ganz so viel weiter weg vielleicht wie in einem großen Auto, der rechte. Also die Differenz wird variieren. Wir werden am Ende des Videos nochmal genau auf diese verschiedenen Setups eingehen, welches ihr am besten in einem Auto verwendet oder du in deinem Auto verwendest. Und damit man das versteht, was da eigentlich passiert. Aber was wir immer haben, das heißt circa die 3-fache Leistung von dem, was aus jedem herkömmlichen Autoradio rauskommt. Wir können nämlich davon ausgehen, dass ein Autoradio steht zwar 4x50 Watt drauf und ihr sagt jetzt, ja, jetzt kommen wir hier mit 4x35 Watt, was soll denn der Schmarren? Nein, ein Autoradio hat eine maximale Ausgangsleistung von 4x50 Watt. Das bedeutet, umgerechnet in RMS-Leistung, circa 10 bis 12 Watt reine RMS-Leistung. Wir haben hier an der Endstufe, und bei Endstufen reden wir immer von RMS-Leistung, haben wir halt 4x35 Watt RMS, also hier eigentlich die 3-fache Leistung für das Frontsystem und natürlich erheblich mehr Leistung für den Subwoofer, den ihr vorher gar nicht hattet. Also jetzt fehlt für eine gute Soundanlage eigentlich nichts mehr. Wir werden euch jetzt zeigen, wie man das Ganze im Fahrzeug einbaut, per Plug and Play und per ISO
und einmal per Quad-Lock-Anschluss. Also das nennt sich T-Kabel-Kit. Der wird dafür verwendet, wenn man einen Anschluss hat, der diesen Anschluss hat, also ein Quad-Lock-Anschluss. Da gibt es auch ganz viele verschiedene andere T-Kabelsätze, die alle das Gleiche machen. Die Fahrzeugstecker hier drauf und dann wieder ins Radio reinstecken. Und hier haben wir dann unsere Abgriffe für unsere Endstufe, die alles hier im Kabelkit so vorbereitet haben, dass man es nur noch anstecken muss. Für fast alle Fahrzeuge haben wir so einen T-Kabelsatz, dass man dieses Soundpaket ohne irgendwas zu schneiden oder irgendwas zu machen einbauen kann und nur zusammenstecken braucht. Welchen T-Kabelsatz genau ihr braucht, wenn ihr nicht klarkommt damit, dann ruft uns an oder schickt uns eine E-Mail. Wir suchen den passenden T-Kabelsatz für euch raus, damit auch wirklich alles passt. Also Leute, wir sitzen jetzt hier in einem Praxisbeispiel. Wir bauen nämlich hier gerade in unserer Montagehalle hier ein neues Multimedia-Autoradio ein in einen Citroën Jumper, der baugleich mit dem Fiat Ducato ist oder auch mit einem Peugeot Boxer. Boxer heißt das Ding. Und wir nutzen die Gelegenheit und ziehen jetzt einfach mal das Radio hier noch mal raus, bevor wir es komplett installieren. Und haben dann einen ISO-Anschluss vom Fahrzeug, wie ich ihn auch vorher schon beschrieben habe. Und zwar diesen hier, den wir jetzt an der Stelle, also jedes Autoradio hat dann irgendwo so einen Anschluss vom Fahrzeug aus. In dem Fall hier ist es tatsächlich so, dieser ISO-Anschluss, den wir jetzt nehmen und einfach gnadenlos auftrennen. So, und unseren neuen Anschluss, also unseren Kabelkit von unserer Match-Endstufe dazwischen hängen. Also einmal wieder hier rein und den anderen Stecker, das passt alles zusammen. Und wir nehmen jetzt die anderen zwei Stecker, die wir noch übrig haben, so, und stecken die wieder da ein, wo gerade eben der Stecker drin war. Das ist einmal hier und einmal dort. So, damit läuft das Radio schon wieder. Das hängen wir jetzt mal bloß da rein. Das ist jetzt nur Mittel zum Zweck, zum Probehören. Ich habe dieses Fahrzeug vorher mit unserer CD-Probe gehört, bevor wir jetzt dieses Teil hier reinbauen, das heißt den Originalzustand. Und den würde ich jetzt beschreiben als gar nicht mal so schlecht, aber nach oben raus geht natürlich die Leistung raus, die Dynamik ist weg und Bass ist eigentlich nicht so richtig da. Der spielt zwar irgendwie aus der Türe mit raus, aber das sind jetzt hier die Originallautsprecher drin, die wir jetzt mit unseren 2x35 Watt RMS-Leistung befeuern, mit den entsprechenden Filtern drin und jetzt zusätzlich unseren Subwoofer mit anstecken. Den habe ich nämlich hinten jetzt unter den Sitz mit reingemacht. Wir haben ja jetzt noch unseren Anschluss vom Subwoofer und dafür trennen wir A auf, also hier auf den Stecker steht ja A und C und D und so weiter. Diesen A-Stecker trennen wir auf, das wären nämlich unsere hinteren Lautsprecher, die wir in dem Fall gar nicht haben und nicht weiter befeuern wollen. Und jetzt stecken wir dafür aber dann den Subwoofer an, der da mitspielt. Und jetzt machen wir einen neuen Probecheck, was den Sound betrifft und sind gleich dabei, um das Ganze mal hier aufzudrehen. So, da haben wir unseren Probesong. So. Und der läuft jetzt gerade los. So, jetzt habe ich mal den Subwoofer auf 0. Den habe ich ganz runter gedreht. Jetzt drehen wir mal ein bisschen auf. Also bis jetzt noch alles richtig klar und sauber und satt. Also wir haben jetzt schon viel mehr Lautstärke wie vorher. Lautstärke bedeutet aber nicht nur lauter, sondern bei höheren Lautstärken genauso klar und deutlich, damit es sich einfach gut anhört. Wenn man vorher richtig laut gemacht hat, dann hat es zum Verzerren angefangen und es war dann nicht mehr richtig schön, aber laut. Jetzt haben wir laut und es verzerrt nicht, also es klingt viel besser bei höheren Lautstärken. Und jetzt ziehen wir dann mal unseren Subwoofer mit dazu und hören uns das Ganze nochmal an. So, jetzt kommt er.
Es ist kein Vergleich zu vorher. Und zwar, also jetzt haben wir ja richtig Bass. Das liegt natürlich auch an so unserem extra Subwoofer, aber der macht natürlich jetzt schon ein volles, homogenes Klangbild über die gesamte Fahrgastzelle hinweg. Also jetzt haben wir mehr Lautstärke, bessere Dynamik, viel klarerer Sound bei höheren Lautstärken. Natürlich auch Bass bei niedrigeren Lautstärken. Also das heißt, wenn ich ganz normal Auto fahre und nicht besonders laut habe, klingt natürlich ein Bass trotzdem schön und voll. Das macht es natürlich schon fett. Das war vorher nicht der Fall. Und insofern, was das Ding hier bringt mit ein bisschen mehr Leistung, quasi ein bisschen mehr, dreimal so viel Leistung, wie wir gerade eben auf die vorderen Lautsprecher haben und 100 Watt RMS-Leistung auf dem Subwoofer, was diese kleine PP41 DSP aus unserem Easy Sound-Paket hier rauskommt, ist beachtlich und macht auch richtig Spaß. Und jetzt noch mal ganz kurz zur Verkabelung. Ich habe mich ja jetzt in dem Fall nur dazwischen gesteckt, habe jetzt keine extra Stromversorgung installiert, sondern nur darauf geachtet, dass ich eine 20 Ampere Sicherung im Sicherungskasten für diesen Pin zur Verfügung stelle. Ich würde es allerdings auch merken, wenn ich das als 10 Ampere Sicherung drin habe und drehe dann mal ein bisschen auf, die fliegt dann von ganz alleine raus und dann könnt ihr euch einfach die kaputte Sicherung suchen und die in 20 Ampere austauschen und dann funktioniert es auch. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, es ist zum Subwoofer dieses Kabel verlegen. Wie sauber ihr das macht, ist jedem Einzelnen natürlich selber überlassen, ob die Verkleidungsteile alle weggeschraubt werden oder ob man das Kabel versucht, nur irgendwo reinzulegen, wo es nicht im Weg umgeht. Dazu mag ich mir jetzt gar nicht großartig äußern, haben wir auch schon jede Menge Videos drüber gemacht, wie man Verkleidungsteile wegbaut, um Kabel entsprechend unsichtbar zu verlegen und fachgerecht. Das andere wäre ja jetzt nur noch, den Regler hier im Armaturenbrett anzubringen. Da ist jetzt ein relativ langes Kabel mit dabei, also garantiert findet ihr einen Platz dafür, wo man jetzt irgendwo hier unten dran zum Beispiel den Drehregler mit dran machen könnte. Man könnte ihn im Handschuhfach drinnen machen. Hier unten gibt es ein Fach, wo man den vielleicht reinmachen kann. Also überall Möglichkeiten ohne Ende. In jedem Auto schaut es ein bisschen anders aus, aber es ist wirklich wenig zu machen. Und jetzt ruft mich einer an, den müssen wir jetzt mal ganz kurz ablehnen. Und das war es eigentlich auch schon. Also man kann es jetzt hier nicht einfacher machen. Wir werden euch jetzt noch mal zeigen, wo man den Subwoofer vielleicht hinstellen kann im Auto. Es ist jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Ich werde euch ein paar Situationen zeigen, wie man den Subwoofer reinstellt, wo er am wenigsten im Weg umgeht. Oder ihr das für euch auch selber entscheiden könnt. Aber ein paar Beispiele geben wir euch jetzt noch mit an die Hand. Aber meine Empfehlung für dieses Set ist absolut gigantisch. Für so wenig Arbeitsaufwand, so einen geilen Sound zu erzeugen, ohne die Frontlautsprecher zu tauschen, ohne ein neues Stromkabel zu ziehen, sondern nur den Subwoofer noch mit zu ergänzen und einen Platz für die Endstufe zu suchen, der auch hinterm Handschuhfach, unterm Armaturenbrett, egal wo, ihr habt hier 1 Meter Spielraum, wo ihr das Ding um das Radio drumherum installieren könnt. Und die Einstellungen hier vorzunehmen, das zeige ich euch ja nochmal separat, welches Setup ihr da abruft. Das ist bock easy, ihr braucht gar nicht viel zu machen, keinen PC, überhaupt nichts, alles bereits vorbereitet. Ich mag jetzt nicht verpassen, euch noch ein paar Einbausituationen zu zeigen, wie so ein Woofer integriert werden kann für jeden, der sagt, ich will doch keinen Subwoofer, der steht mir unnötig im Weg oder irgendwie sowas. Natürlich ist es immer so, dass der Woofer irgendwo untergebracht werden muss, aber der macht halt einfach auch einen guten Sound. So, und wer das jetzt mal in Kauf nimmt und sagt, nee, irgendwo muss er halt hin, hätten wir jetzt hier zum Beispiel bei dem Fahrzeug die Möglichkeit, den eventuell hier reinzumachen. Das heißt, befestigen, ich habe ja immer noch ein bisschen Platz zwischen Beifahrer und Fahrersitz und er würde jetzt nicht großartig stören. Man könnte sogar seinen Fuß noch mit draufstellen. Das macht der Box an sich nichts. Natürlich ist irgendwann mal der Teppich vielleicht auch ein bisschen verfranst oder sowas, aber letzten Endes ist das eine Holzbox. Da passiert grundsätzlich nichts. Wir hätten auch die Möglichkeit, den Woofer hier hinten rein zu machen. Also für alle, die sagen, ich habe jetzt so einen drehbaren Sitz, meine Füße kann ich noch vorne hin machen. Wenn ich hier sitze, da passiert einfach auch nichts. Und es passt auch, wenn ich dagegen schlage, es würde nichts ausmachen. Die Position wäre klasse. Wir wären nicht allzu weit vom Autoradio entfernt. Da langt unser 3,3 Meter Lautsprecherkabel auf jeden Fall, um das an der Endstufe anzuschließen. Und ich würde euch jetzt noch ein paar Sachen zeigen,
wie in PKWs noch Einbaumöglichkeiten sind für den Subwoofer, weil für die Endstufe an sich brauchen wir, glaube ich, nicht so viel erzählen. Meistens hinterm Handschuhfach, im Beifahrerfußraum, irgendwo findet ihr einen Platz, wo ihr diese kleine Endstufe unterbringt. Aber jetzt noch 2, 3 Beispiele im PKW. Ein zweites Beispiel habe ich euch an einem PKW. Das ist jetzt der aktuelle Ibiza. Hier werde ich euch noch mal zeigen, wie man die Anlage hier adaptieren kann, mit welchem T-Kabelstück, mit welchem Setup ihr hier arbeiten könnt oder auch für verschiedene andere Fahrzeuge. Das erzähle ich euch noch mal, wie man das rausmisst. Und ich werde euch jetzt noch mal zeigen, welche Anwendungsmöglichkeiten man hat, in so einem Fahrzeug den Subwoofer noch unterzubringen und welche für euch vielleicht die beste ist. Hier im Seat Ibiza beim aktuellen Modell befindet sich im Handschuhfach, ich habe das bereits mit unseren VW-Entrieglern rausgemacht, das Radio, das tatsächliche Autoradio. Es befindet sich also nicht mehr hier direkt da, wo man normalerweise denkt, das Autoradio, sondern im Handschuhfach der CD-Player. Und hier haben wir jetzt einen Quadlock-Anschluss, der adaptierbar ist mit unseren T-Kabelsätzen, die wir schon besprochen haben. Der würde jetzt praktisch hier drauf gehen, der würde wieder ins Radio gehen. Übrig bleiben würden jetzt praktisch diese 3 Stecker, die wir hier einstecken können und damit schon den ganzen Anschluss für unsere Match-Anlage schon fertig hätten. So kommt das Ganze zwischen rein. Wie gesagt, einmal hierher ans Autoradio wieder und wir haben jetzt hier bereits alles angeschlossen. Den Anschluss brauchen wir jetzt in dem Fall nicht und können jetzt unsere Endstufe nehmen und den Subwoofer mit anstecken, unseren Drehregler wieder installieren, wo ihr möchtet. Ihr könnt die Endstufe hinterm Handschuhfach, da muss man das Handschuhfach halt wegmachen, oder hinter den Fußraum rein verstauen. Installationsaufwand nach wie vor extrem gering, weil wir wieder mal keine Stromkabel und nichts verlegen müssen. Alles ist bereits fertig vorkonfektioniert und ich zeige euch jetzt noch, wie man die Setups anwendet für verschieden große Autos und wie man in so einem PKW den Subwoofer installieren kann oder vielleicht auch nicht, müsst ihr selber entscheiden. Diese Varianten zeige ich euch jetzt noch. Bei den Quadlock-Anschlüssen gibt es lediglich zum Sagen, dass es hier 2 verschiedene Arten gibt. Es gibt den normalen Quadlock, der geht für die meisten Modelle bis 2015 und es gibt den Power Quadlock, schaut quasi vom Stecker her genauso aus, nur die Pin-Belegung ist ein bisschen eine andere. Das ist dann der Power Quadlock, so ist der auch deklariert und das ist quasi für alle Modelle ab 2015 circa, nur damit man das ein bisschen einschätzen kann. Aber wir würden das euch sowieso raussuchen, welches T-Kabelstück ihr braucht. Um euch jetzt zu erklären, welchen von unseren ARS24 Setup ihr braucht, also die Voreinstellung, die ich für euch aufspielen lassen habe, ist einmal die Laufzeitkorrektur und um die zu ermessen, damit man es so pauschal ganz gut mal hinkriegt, heißt, wir müssen die Entfernung von mir als Fahrer zu meinem Kopf zur linken Seite messen. Nehmen wir mal einfach den Hochtöner. Der hätte jetzt hier in dem Fall 90 cm Entfernung und zum rechten Lautsprecher, seht ihr schon, jetzt muss ich schon ausklappen, da hätten wir jetzt, also pauschal hier, 1,30 Meter. Das heißt, die Differenz von beiden sind 40 cm. Ihr müsst immer, ein größeres Auto hat vielleicht auch eine größere Differenz und ein kleineres Auto eine kleinere Differenz. Aber die Differenz ist die Zahl, die wir euch in die Tabelle reinschreiben, für welches Setup, welche Verzögerung praktisch notwendig ist in Zentimetern. Und das ist die Differenz. Rechts minus links gibt einen Wert, in dem Fall hier 40 Zentimeter. Und die können wir dann nehmen. Und für Fahrzeuge, die wie hier jetzt zum Beispiel einen 16 cm Lautsprecher vorgerichtet haben, haben wir das Setup so gewählt, dass es zum Beispiel jetzt hier 40 cm Differenz mit 16 cm Tieftöner, das wäre dann in dem Fall bei 60 Hertz High-Pass-Filter, damit der den Bass gar nicht großartig mitmachen muss, weil dafür haben wir ja jetzt unseren Subwoofer noch integriert. Parallel zu den 16 cm Tieftöner gibt es wahrscheinlich auch Fahrzeuge, die haben 13 cm Tieftöner. Da hätten wir dann das Setup vorbereitet mit 80 Hertz High-Pass, damit die noch weniger Bass machen müssen, bei gleicher Laufzeit Korrekturdifferenzwerten zwischen 35, 40, 45 und 50 cm.
Diese 8 verschiedenen Setups gibt's und gibt es eigentlich ganz leicht zum Ausmessen, welches Setup für mich das Beste vermutlich wäre und welche Größe vom Lautsprecher ich habe. Mehr braucht man da nicht beachten. Ihr könnt natürlich auch jedes Setup einzeln einfach durchprobieren und sagen, welches gefällt euch am besten. Ist up to you. Bei so einem PKW ist natürlich die erste Anlaufmöglichkeit vielleicht der Kofferraum, weil der Woofer an sich ist ja wirklich nicht groß. Den könnte man jetzt hier zum Beispiel mit reinstellen und sagen, okay, vielleicht mit dem Expander irgendwie noch festmachen, damit der einfach nicht in der Gegend rumfliegt und rumrutschen kann. Und das Kabel jetzt in den Schwellerverkleidungen ganz nach vorne legen, fertig. Wir haben jetzt aber auch noch die Möglichkeit, bei so einem Fahrzeug zu sagen, okay, schau mal, was wir hier haben, eine ganz große Reserveradmulde. Jetzt könnten wir den auch da unten reinmachen. Sagen, okay, den stellen wir da rein. Fixieren den ebenfalls mit Bordmitteln, damit der da unten drin bleibt. Der würde auch genauso gut arbeiten hier. Und jetzt die ganze Platte wieder drauf machen, dann wäre der ganz von der Bildfläche verschwunden. Das funktioniert nicht bei jedem Auto, weil so ein großes Reserverad hat wahrscheinlich nicht jeder zur Verfügung. Aber hier ist die weitere Möglichkeit. Okay Leute, jetzt werden mich wieder einige steinigen, weil ich sage, naja, auch diese Möglichkeit gibt's, den Subwoofer hier hinter den Sitz zu stellen, zum sagen, hey, bei mir fährt hinten drin vielleicht mal eine Person mit oder vielleicht auch eine zweite. Im schlimmsten Fall muss derjenige seine Füße auf den Subwoofer draufstellen. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, einen Subwoofer in den Fahrgastraum zu bringen mit ganz einfachen Mitteln und den dort einfach mit dem Sitz vielleicht einzuspannen oder sonst wo. Die Möglichkeit gibt's. Ja, so schaut's aus. Der eine sagt, das ist mir egal, und der andere sagt, das geht überhaupt gar nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Das gibt es auf jeden Fall beim PKW auf jeden Fall noch als Option, den Woofer hier hinter den Sitz zu stellen. So, ihr Leute des gepflegten Musikgenuss im Auto, das ist doch jetzt echt eine Anlage, wo man aus der Standard-HiFi-Anlage vom Fahrzeug, wo eben nicht Bose, nicht Harman Kardon oder sonst was von Werk ab draufsteht, aber so viel besser machen kann mit dem bisschen Aufwand. Meine Empfehlung habe ich ja schon mal ausgesprochen in dem Video. Jetzt liegt es an euch, selber mal ganz kurz Hand anzulegen und vielleicht auch, wenn ihr sie ausprobiert habt, diese Anlage bei uns in diesem Video in den Kommentaren zu bestätigen oder auch zu dokumentieren. Wie war es bei euch? Wie hat es funktioniert? Wie viel Aufwand war es? Und wie groß ist der Hörgenuss danach? Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Wir sind auch auf Instagram. Ihr könnt uns da auch folgen oder natürlich auch auf Facebook. Und ein Daumen hoch wäre auch nicht schlecht. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli.